Hallihallo! Du hast eingeschaltet bei Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert. Ich habe eine wissenschaftlich basierte Trainingsmethode für Pferde entwickelt, die nennt sich EBEC, Evidence-Based Equine Communication. Und diese Methode ist besonders sanft für Pferde und kommt aus einem wissenschaftlich fundierten Fundament. Schön, dass du hier bist in meinem Kanal. Und wir werden heute sprechen über das Thema Bestrafung. Das haben sich die Mitglieder in meinem Kanal, wir haben also zwei Möglichkeiten, Mitgliedschaften anzunehmen, und zwar einmal als Pferdefreund und einmal als Trainingspartner. Und einen großen Vorteil, den die Mitglieder haben, ist, dass sie die Themen der Videos bestimmen können. Das heißt, hier gab es einen Riesenwunsch nach dem Thema Bestrafung. Wie bestraft man Pferde? Kann man Pferde bestrafen? Sollte man Pferde bestrafen? Und davon handelt dieses Video. Ich freue mich, dass du hier bist. Bitte unbedingt Kanal abonnieren. Bitte klick auf das Like. Und super schön wäre natürlich, wenn du die Glocke aktivierst, denn dann verpasst du kein einziges Video. Also, let's get into it. Wir schauen uns mal ein Kontingenzschema an zum Thema der Operantenkonditionierung, zu der ja auch die Bestrafung gehört. Und ich habe das an meiner eigenen Hochschule untersucht und viel Studien dazu angefertigt. Und wir haben dabei Erstaunliches festgestellt, dass wir die Verstärkung und auch die Bestrafung aus einer pferdezentrischen Perspektive anschauen müssen und es nur dann eigentlich so richtig effizient ist. Bei der Verstärkung muss man verstehen, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit eines Verhaltens immer zunimmt. Also sagen wir mal, wir führen das Pferd und das geht an einem Punkt, wo es sich vorher erschreckt hat, vorbei. Dann kann ich ihm jetzt was Angenehmes geben, ihn streicheln, ihm Leckerli geben, ihn grasen lassen oder auch wieder zurück in den Stall bringen oder so. Ich gebe ihm also etwas Angenehmes, was er sich gewünscht hat. Und dann kann ich davon ausgehen, wenn ich das ein paar Mal wiederhole, dass das gezeigte Verhalten zunimmt. Und da haben wir zwei Möglichkeiten, die positive und negative Verstärkung. Wenn ihr euch dazu ein Video wünscht, bitte schreibt es unbedingt in die Kommentare. In diesem Video geht es um die Bestrafung. Also die Bestrafung wird immer dann eingesetzt, wenn ein gezeigtes Verhalten abnehmen soll. Das heißt also, die Konsequenz für das Pferd, wenn das Verhalten eins ist, was ich mir nicht wünsche, diese Konsequenz muss unangenehm für das Pferd sein. Und da gibt es die positive Bestrafung, von der reden wir heute, bei der ich etwas appliziere, was für das Pferd super unangenehm ist, auf ein unerwünschtes Verhalten. Es gibt auch noch die negative Bestrafung, da nehmen wir was weg. Aber davon reden wir heute nicht. Wenn du ein Video dazu wünschst, bitte in die Kommentare. Für alle Abonnenten, also bitte Kanal abonnieren, unbedingt Kanal abonnieren, dann wäre das natürlich total toll, wenn wir noch intensiver darüber reden können in einem Folgevideo. Also unbedingt in die Kommentare schreiben. Jetzt schauen wir aber mal auf die Bestrafung. Und zwar gibt es notwendige Bedingungen für die Bestrafung. Also das Pferd zeigt ein unerwünschtes Verhalten. Es beißt mich. Und jetzt muss für das Verhalten des Beißens ein unangenehmer Reiz erfolgen. Das heißt aber, damit das funktioniert, dass der Strafreiz intensiv sein muss und nicht graduell kommen darf. Also ich kann nicht einfach mal ein bisschen hauen und dann beißt er trotzdem noch mal, dann haue ich ein bisschen mehr. Oder ich hau ein bisschen noch mehr und noch mehr. Sondern wenn, muss gleich volle Pulle auf die 12 sein, damit das gezeigte Verhalten abnimmt. Ein super Beispiel dafür ist, wenn man sich anguckt, das Verhalten eines Pferdes am Elektrozaun. Also, das Pferd geht zum Zaun, der kriegt volle Pulle ein Gewicht und das war's. Der geht nicht mehr an den Zaun. Also für das Verhalten an den Zaun gegangen zu sein, kriegt der volle Pulle einen Stromschlag, dann sorgt das dafür, dass das Verhalten zum Zaun zu gehen abnimmt. Darum sieht man auch auf vielen Koppeln Pferde, die vorsichtshalber mal einen Meter vom
Stromzaun oder auch wenn da gar kein Strom drauf ist, trotzdem 1 Meter davon wegbleiben. Und das heißt, die Bestrafung hat funktioniert. Ein unerwünschtes Verhalten wurde gezeigt. Es gab volle Bulle auf die 12 und der zeigt das Verhalten nicht mehr. Das heißt also, Bestrafung muss von Anfang an mit maximaler Intensität dargeboten werden. Okay? Also nicht ein bisschen Strom, ein bisschen mehr. Wenn Leute sagen, ja, aber mein Pony geht trotzdem darüber zum Gras des Nachbarns, das interessiert ihn nicht, wenn da Strom drauf ist. Ja, guess what? Dann war der Strom nicht stark genug. Wenn der Strom richtig stark ist, macht das einmal und dann im Zweifel nie wieder. Oder es braucht sehr lange, bis er sich dann noch mal daran gewöhnt hat. Ja? Wenn also die Leute sagen und schreiben, ich habe so ein bisschen mal im Internet recherchiert, was so zum Thema Bestrafung mit Pferden so alles gesagt wird. Ja? Da wird ja gar nicht offen darüber geredet, so richtig, ja, hau dem mal volle Pulle auf die 12, dann hört er auf damit. Da steht dann immer nur, ja, wenn es gefährlich wird, dann kann man denen auch mal einen Klaps geben und so. Das wird so ein bisschen schön geredet oder so ein bisschen sanft, so, ja, nicht so toll. Aber dann ist es keine Bestrafung. Das könnt ihr vergessen, das haben wir wissenschaftlich untersucht, dass dann das unerwünschte Verhalten abnimmt. It's not gonna happen. Es wird trotzdem weiter gezeigt, vielleicht ein bisschen anders, verändert sich vielleicht auch ein bisschen und so. Das kommt dann ein bisschen drauf an, wie das Pferd das wahrnimmt. Aber wenn das erwünschte Verhalten ist, dass der nicht mehr beißt, dann ist jetzt mit der positiven Bestrafung das Thema anzugehen ein Riesenproblem, was wir dann angucken müssen. Dann haben wir ein Riesenproblem, was wir angucken müssen, nämlich, sagen wir mal jetzt kommt er an meine Schulter und beißt mich und jetzt habe ich einen Elektroschocker und jetzt gibt's voll auf die 12. Dann sorgt das leider nicht dafür, dass das Beißen abnimmt, sondern das zu mir kommen abnimmt. Den werde ich nicht mehr anfassen können. Mit viel Zeit kann ich das dann wieder korrigieren, aber ist nicht ein guter, effizienter Trainingspunkt, es auf diese Art und Weise zu machen. Oder auch viele Leute, wenn ich jetzt aber einen Klaps gebe, dann nimmt das Beißen meistens nicht ab. Weil der bestrafende Reiz muss intensiv sein. Es funktioniert nur, wenn es nicht graduell kommt, also gleich BAM. Und die Bestrafung muss von Anfang an mit maximaler Intensität dargeboten werden. Jetzt gibt es ja viele Leute, die Peitschen kaufen und Sporen kaufen, um das Pferd für ein Verhalten zu bestrafen. Da muss man aufpassen. Man muss genau schauen, welches ist das gezeigte Verhalten. Und in dem Moment, zeitnah, genau als Konsequenz für dieses gezeigte Verhalten, muss der bestrafende Reiz präsentiert werden. Wenn ich jetzt also auf dem Pferd sitze und der macht, sagen wir mal, der galoppiert in der Ecke nicht an und ich tick den jetzt an mit der Peitsche oder würde den jetzt mit der Peitsche richtig verhauen, dann würde das Traben abnehmen, aber nicht das Angaloppieren zunehmen. Weil ich ja im Trab einen bestrafenden Reiz präsentiere und das Verhalten, was mit dem bestrafenden Reiz verknüpft wird, nimmt bei der Bestrafung ab. Das ist ein Riesenproblem. Darum haben viele Pferde, die nur noch mit 60 km/h in der Reithalle unterwegs sind, vor allen Dingen haben die vielleicht auch im Kopf, dass sie eigentlich gar nicht bestrafen wollen. Das heißt, sie setzen die Peitsche nur als ein Signal ein. Wenn die Peitsche aber bei dem Hieb Schmerz verursacht, für ein sehr sensibles Pferd, sorgt das dann oft dafür, dass die Pferde immer nervöser unter dem Sattel sind. Oder ein ordentlicher Spornstich. Da muss ich aufpassen. Wofür kommt der denn? Ja? Wenn der auf den treibenden Schenkel nicht die Geschwindigkeit erhöht, darf ich keine Peitsche dazu nehmen, falls das Pferd das als einen bestrafenden Stimulus dekodiert. Wenn es das nicht tut, weil es eben doch nicht intensiv genug ist, weil es vielleicht auch graduell erfolgt, weil ich mal ein bisschen ticke und dann noch ein bisschen mehr ticke und noch ein bisschen mehr ticke,
sorgt es eher dafür, dass das Pferd total frustriert und genervt ist, weil es im Sinne der Lerntheorien ja gar nicht begreifen kann, wofür das kommt und was es tun soll, also was das erwünschte Verhalten sein soll, was es präsentieren soll, damit das nicht wiederkommt, diese Peitsche oder dieser Spornstich. Also positive Bestrafung, da muss ich mal ganz kurz meine Brille aufsetzen. Bestraftes Verhalten wird nur unterdrückt und nicht gelöscht. Das ist ein Punkt bei der positiven Bestrafung, den wir uns merken müssen. Die körperliche Bestrafung kann Angst auslösen, also hauen, schlagen, anschreien, Stromschläge im falschen Moment, wenn er nicht mehr zum Zaun gehen soll. Und das hat funktioniert, ja, perfekt, ja. Wenn er aber jetzt wiederhole ich mich, etwas machen soll, durch das Tor durchgehen soll, da kann es zum Beispiel mal sein, dass Pferde durch Koppeltore nicht mehr durchgehen, wenn die dann da mal ordentlich eingewischt bekommen haben, weil das Gehen zu dem Tor abnimmt. Immer wenn ich die Bestrafung einsetze, muss ich davon ausgehen, dass das gezeigte Verhalten, was in Verbindung mit dem schmerzauslösenden Reiz in Verbindung steht, dass dieses Verhalten abnimmt. Also das heißt, körperliche Bestrafung kann Angst auslösen. Nervöse Pferde, unruhige Pferde, das liegt meistens daran, dass sie nicht verknüpfen können, für welches Verhalten der schmerzauslösende Reiz appliziert wird und was es tun soll, welche erwünschte Verhaltensantwort es geben soll, damit das weggeht. Weil die größte intrinsische angeborene Motivation des Pferdes ist die Abwesenheit von Angst. Das heißt, was kann jetzt passieren? Es passiert, dass eine Assoziation mit der strafenden Person oder der Situation verknüpft wird, also eine Assoziation stattfindet. Es wird also verknüpft mit der strafenden Person. Das kann also sein, dass am Boden, wenn der Reiter drauf sitzt, keiner mehr ans Pferd kommt. Vielleicht hat jemand mal von unten die Peitsche gegeben. Das hat das Pferd natürlich, die sind ja nicht doof, ein hochintelligentes Lebewesen. Das heißt, wenn die das jetzt verknüpfen, dann kann eben passieren, dass am Boden, wenn ein Reiter drauf sitzt, man gar nicht mehr an Menschen ranreiten kann oder man eben keine Peitsche mehr annehmen kann, ich kenne das noch so von früher aus der alten Reitschule, ja, da mussten wir immer ganz tricky an die Bande reiten und dann so und dann hatte man die Peitsche in der Hand. Aber das heißt, dass da schon eine Verknüpfung stattgefunden hat. Und dann werden die oft sehr nervös. Ein Umschlagen in Aggression ist möglich. Das erleben wir bei unheimlich vielen Pferden, bei denen wir ein Verhalten umtrainieren müssen, dass die aggressiv geworden sind. Und wir müssen dann die Aggression umkonditionieren. Aber dafür ist das immer etwas aufwendig, weil wir immer erstmal das Verhalten auslösen müssen und dann gucken müssen, ja, warum macht er das denn eigentlich? Ja? Also womit hat er das verknüpft? Und da muss man sich lerntheoretisch schon auf eine ganz schöne Reise begeben. Habe ich ja schon in vielen Videos auch hier erklärt, dass man immer den verhaltensauslösenden Reiz finden muss. Nicht so einfach. Das heißt also, Umschlagen in Aggression ist möglich. Unvorhersehbare, willkürliche und unausweichliche Bestrafung. Damit will ich ausdrücken, sie muss unvorhersehbar kommen und unausweichlich, also was ich eben gesagt habe, voll auf die 12. Und Bestrafung kann beim Pferd in die erlernte Hilflosigkeit und in die Depressionen münden. Ja? Das heißt also, hier sieht man, ganz schön komplexes Thema. Was kannst du mitnehmen nach Hause aus diesem kleinen Video? Einmal, wenn du dich für eine positive Bestrafung beim Pferd entscheidest, dann musst du das unerwünschte Verhalten angucken und für dieses unerwünschte Verhalten einen extrem starken Stromschlag, Kältereiz, richtig starke, angstmachende, körperlich bedrohliche Reize präsentieren, damit das gezeigte Verhalten abnimmt. Dabei musst du dir natürlich überlegen, was ist denn genau das gezeigte Verhalten und kann ich dann all die anderen Sachen noch machen? Oder kriege ich dann vielleicht den Fuß nicht mehr in den Bügel? Kann ich mich dann vielleicht nicht mehr in den Sattel setzen? Weil nämlich in Wahrheit das ein ganz anderes Verhalten abnimmt, als das, was ich mir gerade überlegt habe. Also man muss schon ganz spezifisch gucken. Es muss so klar wie möglich sein. Das ist mein zweiter Punkt. Es muss so klar wie möglich sein.
für das Pferd vorhersehbar. Ich komme an den Zaun. Wenn ich da dran komme, ist da Strom drauf und es tut mir furchtbar weh und darum riskiere ich nicht mehr, da noch mal dran zu gehen. Dann funktioniert es perfekt. Das andere, wonach du schauen musst, ist, willst du wirklich, ob ein gezeigtes Verhalten abnimmt oder willst du in Wahrheit, dass ein gezeigtes Verhalten zunimmt? Also, wenn du den Schenkel zumachst und der trabt vom Schritt nicht an und du die Peitsche dazusetzt, musst du aufpassen, dass dein Pferd das nicht als bestrafenden Reiz empfindet, weil dann nimmt das Schrittgehen ab. Kann sein, dass er vom Stand direkt angaloppiert, ja? Kommt darauf an, wann der bestrafende Reiz sich wieder entfernt hat, ja? Also welches gezeigte Verhalten dann auch danach kam. Weil wenn das Pferd vom Koppelzaum weggeht, ist der bestrafende Reiz, der Stromschlag ja weg. Dann steht er da und sagt, wow, hier ist safe, ja? Also wenn ich hier stehen bleibe, kann ich genüsslich Gras essen, ist alles supi. So, jetzt musst du aufpassen, ja? Wenn du jetzt im Schritt reitest, Schenkel dran, ja, was dekodiert er jetzt? Womit verknüpft er das? Womit assoziiert er das? Das ist eine ganz, ganz tricky Kiste. Und wenn man es, so wie wir das in EBEC, Evidence-Based Equine Communication, untersucht haben und auch anwenden und auch lehren und unterrichten, ist das Timing eine ganz, ganz besondere Sache. Man muss aufpassen, wann kommt es, welches Verhalten wird gezeigt, welches soll abnehmen, welches soll zunehmen. Für was präsentiere ich den Reiz und ist das wirklich das richtige Mittel der Wahl? Wir setzen allenfalls am Stromzaun ein. Vielleicht noch mal einer Führmaschine, wenn da Strom an ist, wenn die das gelernt haben, dass sie nicht unter den Gittern durchgehen oder so, dass sie in ihrem Segment bleiben, wenn die in der Führmaschine sind. But that's about it. Weil bei fast allem, ich will ja auf keinen Fall eine Assoziation mit dem Menschen riskieren, dass ich unvorhersehbar bin, dass mir vielleicht auch was Schlimmes passieren kann, dass sie Angst kriegen vor bestimmten Bewegungen, dass sie nicht mehr riskieren, Verhaltensweisen anzubieten, ja? Also, dass sie auch etwas machen, was ich belohnen oder bestrafen kann oder je nachdem, sondern wenn die dann so vorsichtig sind, weil sie sagen, oh Mann, ey, besser nicht, weil Mutti holt die Peitsche raus und ich habe keinen Plan, wofür das kommt. Weil in Wahrheit zeigen sie vielleicht irgendein Verhalten, was erwünscht ist, ja? Weil wenn sie traben, dann traben sie, aber wenn sie jetzt angaloppieren sollen, brauchen sie einen anderen Reiz für das Angaloppieren. Außer natürlich, du willst dein Pferd so trainieren, dass er auf dem Peitschenhieb angaloppiert. Aber dann wird niemals der Schenkel der Treibende zu dem diskriminativen Hinweisreiz, dass er weiß, jetzt soll er angaloppieren, sondern dann wird das immer der Peitschenhieb und darum kommst du nie von der Peitsche weg, weil du die Peitsche als einen konditionierten Reiz etablierst. Ja, spannend! Was setze ich ein? 99% wahrscheinlich, wenn nicht 100, I don't know. Positive und negative Verstärken. Ich will immer, dass ein Verhalten zunimmt. Warum das so ist, wenn du dir das wünschst, dann schreib mir das bitte in die Kommentare, mache ich ein Video zu, würde mich riesig freuen. Und bitte, bitte nicht vergessen, Kanal abonnieren, wenn dir das Video gefallen hat. Lass unbedingt ein Like da. Und wenn du beim nächsten Thema mitbestimmen möchtest, dann geh mal in unseren Mitgliederbereich. Vielleicht hast du ja Lust, als Pferdefreund oder Trainingspartner bei uns im Kanal aktiv dich für die nächsten Themen und Videos einsetzen zu können. Ich danke dir, dass du da bist. Schreib bitte Fragen in die Kommentare. Ich freue mich. Schön, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr mich gefunden habt. Alles Liebe, eure Andrea Kutsch, die wissenschaftlich basiert Pferde trainiert.